Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Tanja Levi und ich bin Gesangslehrerin aus dem wunderschönen Hamburg, lebe und arbeite hier mit meinem Gesangsstudio Stage Art Studio in Singapur. Ja, wir sind jetzt schon fast 90.000 Subscriber und ich dachte mir, es wird mal langsam wieder Zeit, was auf Deutsch zu machen. Mein letztes Video war ja Katja Krasavice. Wir haben da einen Breakdown gemacht, eine Analyse und ich habe euch da mal gezeigt, wie Katja singt und wie ihr das nachsingen könnt. Und ich dachte mir, ich habe die letzten BTS-Videos gemacht auf Englisch. Ja, ich habe mir gedacht, nachdem ich die letzten Wochen ganz viel BTS gemacht habe, dachte ich mir, komm, wir machen es mal auf Deutsch. Und heute gucken wir uns nochmal die Live-Vocals an. Ich hatte da schon eine Analyse zu gemacht, aber ich dachte mir, ich mache es jetzt nochmal auf Deutsch für euch, weil es so viele deutsche BTS-Hörer gibt. Ich wusste das eigentlich gar nicht, BTS. So, okay, aber hast du dich schon ein bisschen eingesungen heute? Wenn nicht, dann lass uns das mal ganz kurz machen. Also meine Lieblingsübung ist ja immer die Bubble, ne? So, die Bubble ist immer meine Lieblingsübung. Und ich mache das den ganzen Tag. Das entspannt die ganzen Muskeln, die du im Gesicht hast. Du hast ungefähr 33 Muskeln im Gesicht. Und wenn du singst, benutzt du eigentlich im Grunde genommen 90% nur Muskeln und deine Stimme ist auch ein ganz, ganz kleiner Muskel, der so unglaublich viel macht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Noch mal heute BTS Best Live Vocals angucken. Ich glaube, es ist genau das zu dem, wo ich auch Okay, lass uns mal gleich schon mal einen ganz kurzen Stopp machen. Also was ich ganz viel heraushöre, ist auf jeden Fall Mixed Voice. Das ist so eine gesunde Mischung zwischen der Kopfstimme und der Bruststimme. Und ich höre auch ganz viel Kopfstimme, das nennen wir Falsetto. Es gibt einmal die Kopfstimme und einmal gibt es Falsetto. Und Falsetto ist halt dann doch sehr, sehr hauchig mit sehr viel Luft dazwischen. Und die Kopfstimme ist eigentlich relativ klar, ne? Also die Kopfstimme. Merkt ihr den Unterschied? Falsetto und Kopfstimme. Genau, ja, also das höre ich auf jeden Fall schon sehr raus. Das klingt für mich ganz schön, ich mag das ganz gerne. Okay, nur mal ganz kurzer Stopp. Das ist mir aber beim letzten Video nicht aufgefallen, also in meiner englischen Analyse, ist aber mir jetzt gerade hier aufgefallen, also wie die Mikrofone halten. Also falls du Anfänger bist und gerade anfängst zu singen, es ist schon empfehlenswert, dass du das Mikrofon in der richtigen Haltung hältst, ja. Also wir sagen immer, das ist Sprechermikrofon,
Hallo, mein Name ist Tanja Levy, ich bin Gesangslehrerin aus Hamburg und das ist das Sängermikrofon. Also es ist schon gut, wenn du es wirklich so hältst, weil du willst ja im Grunde genommen, dass es vernünftig resoniert im Raum und du möchtest schon hier richtig reinsprechen in die Kuppel. Ja, weil das Mikrofon kann dir nicht die ganze hundertprozentige Arbeit abnehmen. Gerade wenn es nicht irgendwie ein professionelles Equipment ist, dann ist es manchmal viel schwieriger, weil jedes Mikrofon ist anders. Also jetzt haben wir auch gerade ganz viel gesehen, dass die Jungs auch relativ ähnlich am Kopf das Mikrofon halten, so ein bisschen Rap, Beatbox-mäßig, ist eigentlich auch nicht immer zu empfehlen, im Grunde genommen eigentlich gar nicht, weil du willst ja wirklich, wie gesagt, dass der ganze Klang durch das Mikrofon transportiert wird und wenn du aber deine Hand hier an der Kuppel hältst, am Mikrofonkopf hältst, ja, dann kann es nicht die ganzen Klänge aufnehmen. Deswegen ist es schon wirklich, macht es Sinn, es hier zu halten. Es sei denn, du hast natürlich wie die BTS-Jungs ein Millionen-Equipment und einen unglaublich tollen Sound-Engineer und also die besten Leute am Start im Team und die sorgen natürlich dafür, dass alles reibungslos abläuft. Ja? Aber ich sag jetzt mal so als Anfänger und überhaupt so als Sänger sagen wir immer so in die Richtung halt. So. Das war schön, sehr schöne Kopfstimme. Wow. Und das ist natürlich klasse. Hier ganz kurzer Stopp. Also die Jungs sehen natürlich klasse aus. Ne? Also ich finde, das sind wirklich alle gut aussehende junge Männer. Ich glaube, die sind fast sogar in meinem Alter. Naja, nicht ganz. Also, ich glaube, ich bin doch einen Ticken älter. Aber ich finde, die sehen klasse aus. Ich mag die Outfits, ich mag auch die Videos, weil ich finde, die Videos sind so toll professionell gemacht. Da ist wirklich eine ganze Story dahinter. Du hast das Gefühl, dass du gerade einen kleinen Film irgendwie anschaust. Da sind wir in Deutschland ziemlich weit hin, finde ich persönlich, wie das so in dieser Musikproduktion, Gestaltung ist. Das ist in anderen Ländern wie Amerika, UK und gerade auch Südkorea einfach besser. Und das ist auch in Japan gut. Also die investieren schon sehr viel Geld in so eine Musikproduktion, damit es auch gut aussieht. Die investieren sehr viel Geld auch in ihre Künstler, auch wie die aussehen. Und das macht auch absolut Sinn, weil im Endeffekt müssen sie die auch Konzerte verkaufen und ihre CDs verkaufen. Also CDs ist ja keiner mehr heute, ne? Aber ihre Singles irgendwie verkaufen, ne? Aber ich finde, die können auch alle singen. Und das finde ich auch richtig gut, weil ich habe auch andere koreanische Bands gesehen. Da war ich doch ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht habe, naja, nicht jeder konnte da jetzt irgendwie live performen. Das möchte man dann schon irgendwie erwarten, gerade wenn das so eine Millionenproduktion ist. Es ist dann doch enttäuschend, wenn du dann feststellst, oh, es ist eigentlich gar nicht so. Say la 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 la, say what? Turn it up,
Das geht voll nach vorne. Das finde ich klasse. Okay, ganz kurzer Stopp. Ich glaube, wir machen das noch heute bis hier, weil ich mich sicher bin, ob es überhaupt bei deutschen Zuschauern ankommt. Deswegen machen wir auch immer so einen Testlauf. Aber bevor ich stoppe, wollte ich nochmal dazu sagen, also die Jungs tanzen und singen ja auch gleichzeitig. Ich habe in meinem letzten Video zu BTS gesagt, es ist ja für mich Königsdisziplin. Es ist auch tatsächlich nach wie vor nicht einfach zu singen und zu tanzen gleichzeitig. Es gibt so ein ganz tolles Interview von Beyoncé, da hat man sie gefragt, wie sie das so aushält, ihre Stamina, so 3 Stunden lang Konzerte zu geben, so eine Tournee. Und sie sagt, wenn sie übt für die Konzerte, also für die Tour, dann ist sie auf dem Laufband und dann singt sie und läuft sie gleichzeitig. Und je klarer das klingt, umso besser ist es. Und das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz. Also es gibt eine ganz gute Übung, die ich mit meinen Schülern auch mal mache. Also wir stehen dann auf der Stelle und dann tanzen wir auf der Stelle. Und je klarer du singst, umso besser ist es. Warum, weshalb, ist eigentlich, dass wenn du tanzt, du vollen Körpereinsatz hast und du benutzt die richtigen Muskeln, die dich unterstützen beim Singen. Und zwar ist es einmal Abdominal Muscle, dann ist es einmal the Diaphragm, also das Zwerchfell, das Zwerchfell, musste gerade überlegen. Also das Zwerchfell unterstützt dich halt wahnsinnig, gerade wenn du tanzt, wenn es dann zur Atmung kommt. Und jetzt muss ich einmal... Singen ist ja sowieso nur Körperarbeit, weil im Grunde genommen sind die Stimmbänder ganz kleine Muskeln, die sind so groß wie deine Fingerkuppen hier. Also die sind wirklich ganz kleine, zärtliche, sensible Muskelchen. Und man darf eigentlich auch nicht vergessen, dass im Grunde genommen ja immer nur Luft den Sound produziert. Ne? Es ist halt Luft, die dazwischen kommt und dann entsteht eigentlich erst der Sound. Und wenn du halt tanzt und singst gleichzeitig, dann benutzt du eben die richtigen Muskeln, die dich unterstützen. Wenn du nicht die richtigen Muskeln unterstützt, dann kann das so ein bisschen, wir sagen immer, dislocated vom Körper klingen. Also das klingt ja so ein bisschen wie isolierte Vocals, weil die sozusagen aus dem Hals herauskommen. So. Also ganz viel Info. Ich verspreche auch mal, das alles so in einer strukturierten Reihenfolge zu machen. Falls euch das Video gefällt, Daumen hoch. Ist natürlich ganz viel Info, aber ich schmeiße es einfach mal alles rein und gucke, ob das deutsche Video ankommt. So, bitte schaut euch doch mal gerne die anderen Videos an, die ich gemacht habe. Die sind zwar auf Englisch, einige Deutsche sind auch dabei. Ich werde mal ein paar Links in die Kommentare reinschmeißen und scrollt doch einfach durch den Kanal durch. Es gibt ganz, ganz viel zu sehen. Es ist eigentlich alles, glaube ich, 99% auf Englisch. Aber hey, wenn ihr abonniert, Daumen hinterlässt, dann mache ich auch ganz viel auf Deutsch. Versprochen. Freue ich mich auch. Kann ich auch endlich mal auf Deutsch sammeln. So, subscribe nicht vergessen und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Your voice is your power. When I was young, I was used to get bullied in school till the 8th grade. People would steal my phone, harass me, bully me because of my weight, because of my looks. I was always uncomfortable with myself, and even as a young adult. I suffered for depression many years, and I had a very hard childhood with my parents. When I started to sing at the school band, that's when my life changed. And music was always an escape, and singing always an act of intimacy. My name is Tanya Levy, and I'm a vocal and theater coach from Germany. I studied almost 10 years ago in the beautiful city, Hamburg. Could achieve a small success in my life, and one of my life goals came true by signing a record deal with Universal Music in Germany in 2015. And in the age of 16 I was discovered by my producers, and I continue to work with them for over more than 8 years in the music industry in Germany. So we created 2 albums, made a tour throughout Germany, and I appeared in the famous TV show ZDF Fernsehgarten. I came in 2017 to Singapore, and I started to work here as well as a vocal teacher.
I love to work with people. I love to see them grow, to help them and to support them on their way as a singer and see them grow as a person. And so when I discovered a still by my mentor James Wood when I was 19 years old, that's when I knew I found the right technique to study and to work with it in the future. Using your voice is the greatest power that you have. Learning to be confident and self-aware, learn how to speak up for yourself, learn that I do have a voice and I can change something. And that is what I want to teach in the first place, rather than to teach millions of techniques and performances. It's your voice is your power.